Hallo ihr Lieben, wir waren in Liberland und wollen euch von unseren Eindrücken und Erfahrungen berichten. Hört euch alles bis zum Schluss an, um einen richtigen Gesamteindruck zu bekommen und zu erfahren, wie man fürs Zelten bezahlt werden kann. Am 13.04.24 war der 9. Jahrestag von Liberland. An diesem Tag hat eine große Feier stattgefunden. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, nicht an diesem Wochenende dorthin zu fahren, sondern ein paar Tage später. Wir waren vor allem daran interessiert, wie die Kerngruppe, die Leute vor Ort drauf sind. Wir hatten, bevor wir losgefahren sind, auch gar nicht im Sinn, unsere Erfahrung dort mit euch zu teilen. Aber da es so wenig Informationen gibt und wir das Projekt unterstützen und weiterverfolgen möchten, haben wir uns dazu entschieden, unsere Erfahrungen zu veröffentlichen. Denn Bekanntheit ist im aktuellen Stadium das Wichtigste. Liberland liegt zwischen Serbien und Kroatien an der Donau. Keines der beiden Länder erhebt Anspruch auf das Gebiet. So hat vor 9 Jahren Vít Jedlička, ein tschechischer Politiker, den Staat Liberland ausgerufen. Seitdem wurde hauptsächlich diplomatische Arbeit geleistet. Erst letztes Jahr hat die Besiedlung des Gebiets begonnen, wobei von kroatischer Seite polizeilich dagegen vorgegangen wurde. Die Vision von Liberland kurz gefasst: eine minimalistische, liberale Regierung mit direkter Demokratie. Steuerabgaben sind freiwillig und werden belohnt. Das Motto: Leben und leben lassen. Kryptowährungen bzw. die Blockchain spielen eine große Rolle. So können politische Entscheidungen transparent und sicher durchgeführt werden. Wie ist die rechtliche Lage? Die Grenzsituation zwischen Serbien und Kroatien ist an dieser Stelle nicht geklärt. Serbien sieht den aktuellen Donauverlauf als Grenze, Kroatien den alten Verlauf, der diese Taschen bildet. Damit wünscht sich Kroatien die gelben Gebiete rechts der Donau als Staatsgebiet, beansprucht aber nicht die grünen Gebiete links der Donau. Da Serbien diese auch nicht beansprucht, wurde dort mehrmals versucht, Staaten zu gründen. Aber wie kommt man überhaupt dorthin? Im Internet findet man kaum Infos. Wir haben ganz einfach auf der offiziellen Seite geschaut und gesehen, dass es Ark Village in Serbien gibt. 10 Euro Camping oder 90 Euro für eine Hütte pro Nacht. Es wird ein River-Taxi, Jetski und weitere Aktivitäten angeboten. Also sind wir dorthin. Erst vor Ort haben wir erfahren, dass es gar nicht so leicht ist, Liberland zu betreten. Die kroatische Polizei blockiert, rechtswidrig, den Zutritt über den Wasserweg Donau vollständig. Es gibt nur eine Straße, über die man Liberland erreichen kann. Diese ist auf kroatischer Seite. Will man nun nach Liberbase, um von dort aus nach Liberland zu reisen, bietet sich der Grenzübergang über Batina an. Doch wenn die kroatische Grenzpolizei nur einen Verdacht hat, dass man etwas mit Liberland zu tun hat, wird man ohne Ende schikaniert. Auto wird vollständig durchsucht und so weiter. Also fährt man am besten über Ungarn nach Kroatien, da dort keine oder nur selten Grenzkontrollen durchgeführt werden. Jetzt dauert die Fahrt schon nicht mehr 1 Stunde, sondern über 2. Dazu kommt die Donauüberquerung mit einer Fähre. Kostenpunkt hier liegt mit einem Camper bei 20 Euro. Von Liberbase kommt man am besten mit dem Fahrrad nach Liberland. Reine Fahrzeit ca. 30 Minuten. Die Durchfahrt mit motorisierten Fahrzeugen ist nicht erlaubt. Kommen wir zu den Polizeikontrollen. Selbstverständlich lässt es sich die kroatische Polizei nicht nehmen, auch hier zu kontrollieren. Man braucht einen Reisepass aus dem Schengen-Raum. Hat man diesen nicht und kommt von außerhalb der EU, wird man sofort verbannt. Man bekommt 7 Tage Zeit, Kroatien zu verlassen und darf für 1 bis 3 Monate nicht mehr einreisen. Als EU-Bürger wird in allen Datenbanken gecheckt, ob man irgendwo einen Eintrag hat. Es wird dokumentiert, wo man hin will und was man mit rein und rausnimmt. Diese Prozedur dauerte in unserem Fall knapp 1 Stunde. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man einen Eintrag erhält. Das heißt, ab sofort bekommen die Beamten zum Beispiel an Flughäfen oder bei Grenzkontrollen beim Einscannen deines Passes die neutrale Meldung: diese Person war in Liberland. Abhängig vom Beamten könnte einem dann das Leben schwerer gemacht werden. All diese Infos werden auf der Webseite leider bewusst verschwiegen. Da wünschen wir uns etwas mehr Transparenz. Natürlich schreckt es manche Menschen ab, aber das ist nun mal die Situation seit knapp einem Jahr. Davor war es gänzlich unmöglich, Liberland zu betreten. Kommen wir zu unseren Eindrücken von Liberland selbst.
Liberland liegt direkt an der Donau und ist größtenteils bewaldet. Wunderschöne, über 100 Jahre alte Bäume sind dort keine Seltenheit. Es handelt sich um stellenweise sumpfiges Gebiet. Alle paar Jahre wird das Land überschwemmt. Deswegen und um die Natur zu schonen, wird geplant, die Stadt auf Säulen über den Bäumen zu bauen. Ich persönlich bezweifle die Nachhaltigkeit und den Sinn dieser Pläne. Letztes Jahr wurden Holzhütten errichtet. Diese wurden aber auf Anweisung der Polizei von den kroatischen Förstern entfernt. Die Polizei hat keine Befugnisse, dort etwas zu machen. Daher wird jetzt das Haus für den Präsidenten aus Stein gebaut. Im Prinzip geht es derzeit nur darum, Präsenz zu zeigen, bis es diplomatische Fortschritte gibt. Unser Eindruck von Ark Village. Ark Village liegt auf der serbischen Seite und ist die offizielle Hauptbasis von Liberland und besteht seit ca. 4 Jahren. Der Außenminister war vor Ort und der Präsident hat dort auch seinen Hauptwohnsitz. Das Grundstück ist weitläufig und sehr schön. Es gibt dort einen Spielplatz, Restaurant, Bar, Sauna auf dem See und mehr zu entdecken. Uns kam es so vor, als würden die Leute dort hauptsächlich digital arbeiten, also viel am Handy oder Laptop. Das ist zwar nicht so ganz unserer Welt, dennoch fanden wir, waren alle sehr nett und die Zeit dort haben wir genossen. Die Atmosphäre war sehr locker und familiär. Man hat sogar Einblicke in die Themen und Prozesse bekommen, mit denen sich die Leute beschäftigt haben. Eigene Vorschläge wurden dankend angenommen. Nun noch ein paar Dinge zu Libarbase. Nachdem die Besiedlung sich schwerer als gedacht gestaltet hat, hat vor 2 Monaten ein Pärchen ein Grundstück gekauft. Die Gebäude sind extrem heruntergekommen, aber noch zu retten. An sich hat der Ort viel Potenzial. Er bietet viel Platz für Camper, Schlafzimmer, Lagerräume, Werkräume und einen Gemüsegarten. An diesem Ort sind aber die Menschen das Entscheidende. Hier sind nicht die Führungskräfte, die sich bekochen lassen, sondern junge, motivierte Menschen, die zwar viel Fertigware essen und aktuell keinen hohen Lebensstandard genießen, aber dafür voller Engagement bei der Sache sind und dort quasi eine zweite Familie gefunden haben. Aktivisten könnte man sie nennen. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Eindruck zu den Menschen. Um Liberland herum hat sich eine internationale Gruppe von Menschen versammelt, die aus den verschiedensten Orten der Welt, von Amerika bis Korea, für das Projekt angereist sind und sich teilweise schon dort sesshaft machen. Gesprochen wird hauptsächlich Englisch. Sehr erfrischend fanden wir die gelassene Stimmung und durchweg gute Laune der Leute. Es gibt keinen Druck von oben, dass dies oder jenes getan werden muss. Dadurch wird es, was gemacht wird, mit höchster Motivation durchgeführt. Keiner wird verurteilt, wenn er sich mal ein paar Tage entspannt und von morgens bis abends Hanf raucht. Alles in einem kann man sagen, dass sich die verschiedensten Menschen dort zusammengefunden haben, um ihre eigene Vision von liberaler und direkter Demokratie zu erschaffen, da das weltweit nirgends der Fall zu sein scheint. Das Projekt steht noch am Anfang. Wer Schickimicki erwartet, wird noch enttäuscht werden. Dafür wird jetzt noch jede Hilfe dankend angenommen. Es gibt interessierte Investoren und es steht genug Geld zur Verfügung. Wenn man dort hilft, wird man also recht unbürokratisch bezahlt. Derzeit gibt es sogar das Angebot, wenn man in Liberland für mindestens ein paar Tage bleibt, bekommt man täglich um die 50 € in Merits, der eigenen Kryptowährung. Ein Kerl war dort für 3 Wochen und hat ca. 1000 Merits bekommen. Da sich der Kurs die letzten Tage verdreifacht hatte, hat er nun also umgerechnet 3000 € fürs Campen. Unser Fazit. Wir finden, dass unser aktuelles System so nicht mehr funktioniert und eine grundlegende Änderung überfällig ist, um für jeden Menschen mehr Lebensqualität und Freiheit gewährleisten zu können. Deswegen sind wir begeistert von dem Projekt Liberland. Dieses ist für uns ein erster Schritt Richtung liberaler und direkter Demokratie mit Hilfe von neuen Technologien, Krypto und Blockchain. So wie wir die Menschen, die wir kennenlernen durften, einschätzen können, sind alle aus genau diesen Gründen Feuer und Flamme für das Projekt. Es gibt ihnen Hoffnung und motiviert sie dazu, mitgestalten und sogar mitbestimmen zu können. Trotzdem ist es noch sehr fraglich, ob die Nation Liberland als solche überhaupt Zukunft hat, beziehungsweise von der EU geduldet wird. Wir denken, dass es auch weiterhin seitens Kroatien und der EU Sabotageversuche geben wird. Denn einen neuen Staat, der mit solch freiheitlichen Gedanken und einer kompletten Steuerreform wirbt, kann sich die EU nicht leisten. Es würde nur ihr Scheitern unterstreichen.